Willkommen bei Perspective Beyond Your Mind. Ich bin Frumpy the Bogle, euer Host, der euch durch die Dunkelheit führt. Und ich bin JRB, Erzählerin düsterer Geschichten, Stimmen der Gänsehaut, Chronistin des Unheimlichen. In jeder Folge erwarten euch 3 schaurige Geschichten. Manches davon ist Legende, manches ist überliefert und manches soll wirklich passiert sein. Diese Analysefolge befasst sich mit den Hintergründen oder auch Abgründen der Geschichten. Kommen wir zuerst zum Bild. Es ist sehr düster und eindrucksvoll. So genau kann ich das gar nicht einordnen. Was kannst du uns dazu erzählen? Das Bild an sich ist sehr düster und hauptsächlich schwarz mit Schattierungen und Highlights. Auffällig ist, dass der Totenkopf einen Rahmen darstellt, wie ein Bilderrahmen, in das eine eigene Welt gebettet ist. Aber nur im Kopfbereich ist diese Welt zu erkennen. Der Rest des Totenkopfes wirkt verrottet, fast schon wie altes Holz und geht mit dem Baugerüst des Hauses in den Schädelbereich über. Beides verschmilzt ineinander. Im Schädelbereich ist ein Haus. Wie eine Idee entspringt es dem Schädel und doch sitzt es in diesem Bilderrahmen so, als würde es sich gerade erst bilden. Es ist fast schon philosophisch, auf wie viele Ebenen dieses Bild gedeutet werden kann. Ein Zuhause, das im Kopf entsteht durch Gedankenkraft. Oder steht der Totenkopf für die Verwesung und die Vergänglichkeit? Die Seiten des Schädels sind kahle Bäume und die Äste könnten auch Adern sein, wie ein Bestandteil des Nervensystems. Die Wurzeln sind wie in der Realität nicht sichtbar, aber tief verankert. Das Bild wirkt trostlos, denn das Haus an sich wirkt ebenfalls verfallen. Bedeutet das, dass die Vergänglichkeit von niemandem Halt macht? Wer weiß. Welchen Gedanken hattet ihr bei dem Bild? Schreibt es gerne in die Kommentare. Hiermit nochmals willkommen zu unserer heutigen Analysefolge, zu der Folge 33. Schatten, Rache und die Jagd. Ich bitte um eure Aufmerksamkeit für die Analyse der Geschichte. Der Wächter des Waldes. An einem schwülen Sommertag geht der 14-jährige Jaime seinen Aufgaben auf dem Hof der Eltern nach. Mit dem Ochsen Henry zieht er zu einer grünen Wiese neben den Reisfeldern, wo er im Schatten eines alten Baumes rastet. Während Henry träge grast, träumt Jaime von Abenteuern und genießt die friedliche Landschaft. Doch plötzlich erblickt er am Waldrand ein riesiges, unheimliches Wesen. So groß wie die Bäume, mit schwarzem Fell, menschenähnlichem Gesicht und einer absurd langen Zigarre. Voller Gänsehaut und Angst wagt er kaum zu blinzeln, bis das Wesen verschwindet. Auch Henry wirkt alarmiert und starrt in dieselbe Richtung. In Panik bindet Jaime den Ochsen los und flieht so schnell wie nie zuvor nach Hause. Was glaubt ihr, ist die Geschichte wahr oder falsch? Ihr habt es richtig geahnt. Diese Geschichte ist wirklich passiert. Was genau hat Jaime gesehen? Eine sehr gute Frage. Dies hatten wir schon öfters in alten Folgen besprochen, aber ich greife es hier natürlich noch einmal auf. Es handelt sich um ein Capre. Kannst du bitte nochmal erklären, was das ist? Natürlich.
Ein Capri ist ein mystisches Wesen aus der philippinischen Folklore. Das Aussehen wurde hierbei sehr gut in der Geschichte beschrieben. Capris sollen 2 bis 3 Meter groß sein, muskulös und eine massige Gestalt haben. Zudem soll der Körper komplett mit Fell bedeckt sein. Meist ist das Fell schwarz oder braun. Lustigerweise wird dieses Wesen immer rauchend dargestellt, in der Regel mit einer riesigen Zigarre. Welchen Lebensraum sollen diese Kreaturen haben? Bevorzugt lebt er auf großen heimischen Bäumen, wie Mangobäumen, Banyans oder sehr alten Bäumen in der Nähe von Feldern und Dörfern. Wie kommt es, dass dieses Wesen in der Geschichte nichts getan hat? Capris sollen laut Folklore sehr scheu sein, aber wachsam. Angeblich beobachten sie Menschen gerne aus der Ferne. Ist diese Kreatur gefährlich oder bösartig? Nein, grundsätzlich nicht. Capris greifen nicht an, so wie ein Dämon. Wie gesagt, es sind mehr Beobachter oder auch Scherzbolde und spielen gerne Streiche. Was für Streiche spielen sie? Oftmals führen sie Menschen in die Irre, indem sie Menschen falsch durch den Wald leiten und die Umgebung verändern. In manchen Geschichten werden sie mit dem Verschwinden von Menschen in Verbindung gebracht. Das klingt dennoch etwas gefährlich. Das stimmt natürlich. In manchen Mythologien suchen sie die Freundschaft zu Menschen und beschützen sie auch. Was hat es mit dem Rauchen auf sich? Die Zigarre gilt oft als das Zeichen der Anwesenheit des Capris. Oftmals wird erst der Rauch wahrgenommen und dann das Wesen. Zum Beispiel durch den Geruch oder halt den Rauch selbst. Oft gilt das als einziges Warnsignal, dass er irgendwo oben im Baum sitzt und beobachtet. Manche sagen, wenn der Rauch in deine Richtung weht, schaut er dich direkt an. Das Besondere: die Zigarre erlischt nie. Sie brennt angeblich ewig, ohne kleiner zu werden. In manchen Mythen heißt es, wer die Zigarre stiehlt und raucht, könne übernatürliche Kräfte oder Glück erhalten. Aber auch ein Fluch, wenn der Capri dich erwischt. Genauso gilt das als Symbol für die Zeit und die Ewigkeit. Rauchen ist hier nicht nur eine Gewohnheit, sondern ein Charakterzug, der den Capri menschlich wirken lässt. Und gleichzeitig unheimlich, weil er so entspannt ist, während er Menschen beobachtet. Das Rauchen im Baum macht ihn zu einer fast lauernden, allgegenwärtigen Präsenz. Du denkst, du bist allein, aber irgendwo in den Ästen glimmt es. War unserem Protagonisten bewusst, dass das Wesen ein Capri ist? Er hatte keine Zeit darüber nachzudenken. Er rannte und erst später wurde ihm bewusst, was er gesehen hatte und konnte das zuordnen. Welchen Eindruck haben bei euch das Bild und die Geschichte hinterlassen? Schreibt es gerne in die Kommentare. Falls du noch mehr Infos haben willst, folge uns gerne auf WhatsApp und/oder auf Instagram. Die Infos findet ihr in der Beschreibung. Hier kurz eine Triggerwarnung. Es kommt in der Geschichte emotionale und physische Gewalt und Mord vor. Die Triggerwarnung befindet sich ebenfalls in der Beschreibung. Ich bitte um eure Aufmerksamkeit für die Analyse der Geschichte. Psychische Härtung. Kurz vor Halloween erhält der Erzähler eine mysteriöse Einladung zu einer exklusiven Party von Frank, einem früheren beliebten Mitschüler, mit dem er kaum Kontakt hatte. Gemeinsam mit seinen Freunden beschließt er, trotz eines unguten Gefühls hinzugehen. Die Feier beginnt wie ein ausgelassenes Pool-Event. Alkohol, Drogen, laute Musik. Doch die Stimmung kippt, als der Erzähler bemerkt,
dass Gäste bewusstlos sind und Frank zusammen mit seinen Eltern eine brutale Falle vorbereitet hat. Die Anwesenden werden eingesperrt, mit Armbrustbolzen beschossen und angegriffen. Ein verzweifelter Kampf ums Überleben entbrennt, bei dem Freunde verletzt oder getötet werden. Der Wahnsinn gipfelt darin, dass Franks Mutter die Überlebenden als psychisch gehärtet betrachtet und dies als ihr Werk sieht. Für die Opfer bleibt ein unauslöschlicher Samen aus Angst und Schmerz zurück. Ein Abend, der als Party begann, endete in einer Nacht voller Blut, Hass und Rache. Nur, es ist nichts davon wirklich passiert. Diese Geschichte ist frei erfunden, ein Albtraum auf Papier. Diese Geschichte ist auf sehr vielen Ebenen verstörend. Warum? Diese Geschichte ist auf vielen Ebenen verstörend, weil sie mehrere Arten von Unbehagen gleichzeitig anspricht. Sowohl auf einer direkten körperlichen als auch auf einer psychologischen und moralischen Ebene. Die Geschichte ist verhältnismäßig brutal, aber nicht das scheint der Grund zu sein, weswegen sie einen beunruhigt. Woran liegt das? Gerade weil es ein Ort ist, an dem man Spaß haben und vergessen sollte, trifft diese Situation nochmal anders. Der scheinbar sichere Ort wird zur Todesfalle. Es fühlt sich an wie ein Verrat des sicheren Raumes, als ob der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Dass der Alltag plötzlich lebensgefährlich werden kann, erzeugt ein tiefes Unbehagen. Was auch schwer war, ist die detaillierte und grausame Gewalt. Dabei kennen wir das zu Genüge bei Filmen. Was ist hier anders? Die Schilderungen sind sehr plastisch und körperlich und zeigen gleichzeitig auch die psychische Wirkung des Schmerzes, der Benommenheit und der Panik. Dadurch wird ein ganz anderer Eindruck vermittelt. Auch psychische Gewalt und Manipulation spielen hier subtil eine Rolle. Richtig? Genau. Franks Eltern sehen ihr Handeln nicht als verwerflich an, sondern als psychische Härtung. Und damit wird die moralische Perspektive komplett verdreht. Die Opfer werden als Material und notwendiges Opfer angesehen, für ein höheres Ziel. Diese Entmenschlichung und Degradierung ist sehr radikal. Dabei ist ihr Hass und die Rachsucht, die durch viel Schmerz und Ungerechtigkeit hervorgerufen wurde, irgendwie nachvollziehbar, aber dadurch nicht zu entschuldigen. Es wirkt einfach nur verstörend. Rake wird hierbei als generationsübergreifendes Gift dargestellt. Warum? Ich würde es nicht Rache nennen. Dadurch würden wir das verharmlosen. Es ist vielmehr ein Trauma. Ein Trauma, das nie aufgearbeitet wurde und weitergegeben wurde. Zuerst an seine Familie und dann an seine neuen unschuldigen Opfer. Und er selbst wird dadurch zum Täter und wiederholt das Muster an Unschuldigen. Traumata werden in den meisten Fällen generationsübergreifend weitergegeben. Die Auswirkungen durchlebt die nächste Generation und hat mit diesen Wunden genauso zu kämpfen. Diese Vererbung von Trauma vermittelt das Gefühl, dass Gewalt endlos weitergetragen werden kann. Kann man sagen, am Ende gibt es trotz der Tragik noch ein gutes Ende? Leider nein. Freunde sterben und eine Überlebensschuld pendelt sich ein. Die Überlebenden tragen die psychische Last, mit diesem Erlebten weiterleben zu müssen. Das Ende deutet an, dass der Samen der Angst in ihnen weiterwirkt. Eine dauerhafte psychische Narbenbildung. Auch hierbei wurde das Trauma weitergegeben. Was bedeutet das offene Ende? Dass das Erlebte nicht vorbei ist. Denn der Samen, also die Angst und das Trauma, hat sich wie ein Virus schon übertragen und arbeitet nun in den Menschen. Also wurden sie psychisch gehärtet und leben eventuell das aus, was Franks Vater durchgemacht und an seine Familie weitergegeben hat. Scheinbar war seine Rache, den Kindern seiner Peiniger das anzutun, was ihm angetan wurde, und verlor nicht nur aus den Augen, dass weder die Kinder als auch sein eigenes Kind nichts damit zu tun haben. Am Ende gibt es keine Gewinner, sondern nur Verlierer. Was genau ist die psychische Härtung? Psychische Härtung bedeutet im Kern, dass jemand absichtlich psychischen Stress, Angst oder Belastung erfährt, um dadurch angeblich stärker oder abgehärtet zu werden. Der Begriff wird manchmal in positiven Kontexten verwendet, zum Beispiel im Sport
oder bei mentalem Training, kann aber, wie in der Geschichte, auch sehr negativ und missbräuchlich sein. Das klingt in erster Linie nicht negativ. Korrekt. Es gibt tatsächlich positive und negative Seiten. Im Positiven ist es ein mentales Training, also Stresssituationen simulieren, um Resilienz aufzubauen. Zum Beispiel Feuerwehrübungen, Survival-Trainings, Militärdrills. Das Ziel hierbei ist, dass die Person lernt, unter Druck handlungsfähig zu bleiben. Ein Beispiel: Ein Soldat wird im Training Lärm, Zeitdruck und Chaos ausgesetzt, um im Ernstfall nicht zu erstarren. Und wie ist es im negativen Sinne? Hierbei steht es mehr für die missbräuchliche Seite. Misshandlungen unter dem Vorwand der Stärkung. Jemand wird psychisch oder physisch gequält, um angeblich hart zu werden. Oft verbunden mit Demütigung, Isolation oder extremer Angst. Das führt in der Realität nicht zur Stärke, sondern häufig zum Trauma, Angststörungen oder emotionaler Abstumpfung. In der Geschichte war es genau das. Franks Vater glaubte, er könne Menschen, besonders seinen Sohn, abhärten, indem er sie mit Gewalt und Angst formt. Das Leid wird als Mittel zum Zweck gesehen. In der Story ist psychische Härtung also kein echtes Training, sondern eine grausame Rechtfertigung für Missbrauch, mit dem Ziel, Opfer für immer zu prägen oder zu brechen. Habt ihr schon einmal davon gehört? Gerne könnt ihr kommentieren, eure eigenen Geschichten erzählen oder uns eventuell über Ko-fi unterstützen. Der Link ist in der Beschreibung. Das ist komplett kostenfrei und hilft uns noch mehr Videos zu produzieren und die Qualität immer weiter zu verbessern. Ich bitte um eure Aufmerksamkeit für die Analyse der Geschichte. Der Sensenmann, Jamie, inzwischen Familienvater, erlebt seine schlimmste Angst, als seine jüngste Tochter schweres Fieber bekommt. Trotz der Bemühungen seiner Frau Maria und ärztlicher Anweisungen verschlechtert sich ihr Zustand rapide. Die Regenzeit verhindert schnelle Hilfe und Jamie bangt um ihr Leben. In der Nacht hört er Schritte zum Zimmer seiner Tochter. Als er nachsieht, entdeckt er neben der schlafenden Maria eine schwarz gehüllte, von Rauch umgebene Gestalt, den Tod selbst. Sie sagt mit flüsternder Stimme: „Ich hole sie." Bevor sie das Kind erreichen kann, stellt sich die schwarze Katze seiner Tochter in den Weg. Mit menschlicher Stimme fordert sie den Tod auf, jedes ihrer Haare zu zählen, bis der Morgen anbricht. Dann dürfe er das Kind mitnehmen. Immer wieder schüttelt sich die Katze und zwingt den Tod, neu zu beginnen. Als schließlich der Hahn kräht und Sonnenlicht den Raum erfüllt, verschwindet die Gestalt. Jamie schreckt schweißgebadet auf, überzeugt, es war nur ein Traum. Doch im Zimmer seiner Tochter sieht er alles wie zuvor. Maria am Bett, die Katze wachsam neben dem Mädchen, das Fieber gesunken. Seine Tochter erholt sich vollständig und die Katze bleibt bis zu ihrem Tod ihre treue Beschützerin. Eine unheimliche Geschichte, die wahr ist. War das nur ein Traum? Oder war Jamie auf einer anderen Ebene wirklich dabei? Die genaue Antwort bleibt offen, aber vieles spricht dafür, dass es mehr war als ein gewöhnlicher Traum. Die exakten Übereinstimmungen zwischen seinem nächtlichen Erlebnis und der realen Szene am Morgen lassen vermuten, dass Jaime etwas gesehen hat, das jenseits der physischen Welt liegt. Es ist denkbar, dass er geistig anwesend war auf einer Ebene, auf der Leben und Tod verhandelt werden. Warum wurde seine Tochter danach gesund? Es könnte medizinisch ein Zufall gewesen sein, dass die kritische Fieberphase in dieser Nacht überstanden wurde. Aus einer übernatürlichen Perspektive jedoch wäre die Genesung direkt darauf zurückzuführen, dass der Tod abgehalten oder getäuscht wurde. Die Katze gewann Zeit und diese Zeit rettete dem Kind das Leben. Warum ist der Sensenmann bzw. das Wesen vom Zählen besessen? Das ist generell in der Mythologie so, oder? Das hast du richtig erkannt. Das Zählmotiv findet sich in vielen alten Mythen und Volksglauben. Manche übernatürliche Wesen gelten als zwanghaft, ordnend
oder rechnerisch. Indem man ihnen eine unmögliche Zählaufgabe gibt, bindet man sie so lange, bis sie ihre Chance verpassen. In dieser Geschichte nutzt die Katze genau diesen uralten Trick. Es handelt von dem Zählzwang. In vielen Kulturen wie Europa, Asien, Amerika oder Afrika gibt es die Vorstellung, dass bestimmte übernatürliche Wesen einem Zwangsritual unterliegen. Diese Wesen können einer auferlegten Aufgabe nicht widerstehen, wenn sie einmal begonnen haben. Häufige Aufgaben: Haare zählen, Körner sortieren, Knoten lösen oder auch Samen trennen. Diese Handlung wird oft genutzt, um das Wesen so lange zu beschäftigen, bis seine Macht verschwindet, wie zum Beispiel beim Sonnenaufgang. Ein Beispiel hierbei wäre: Auf den Philippinen erzählt man, dass einige Geister wie Aswangs oder Sigbin oder Dämonen gezwungen werden können, Reiskörner oder Samen zu zählen. In Europa sagt man, dass Vampire Mohnsamen zählen müssen, wenn man sie verstreut. In China glaubt man, dass es Geister gibt, die Fäden oder Perlenreihen zählen müssen, bevor sie weiterziehen. Kann man das als eine Art Schutzritual sehen? Laut Mythologie ist das eine Art Ordnungszwang. Das Zählen steht für einen inneren, unaufhaltbaren Drang, Ordnung herzustellen. Etwas, das für Menschen harmlos wirkt, aber für das Wesen eine mentale Fessel ist. Es kann als Schutzritual gesehen werden, ist aber streng genommen ein sogenanntes Bindungsritual. Das Opfer, hier die Katze, bindet den Angreifer an eine Aufgabe, die er selbst gewählt hat. Der Gegner fesselt sich quasi selbst, weil er nicht widerstehen kann. Warum hilft das gegen den Sensenmann? In alten Erzählungen wird der Tod als regelgebunden dargestellt. Er kann Leben nehmen, aber nur unter Einhaltung bestimmter Gesetze oder Bedingungen. Die Zählaufgabe ist ein Trick, um diesen Prozess zu stören oder hinauszuzögern. Der Sonnenaufgang ist oft die natürliche Grenze. Sobald er eintritt, endet die Macht des Todes und das mit dem Ende der Nacht. Warum werden denn so oft Haare in den Geschichten gezählt? In manchen Mythen gilt, ein Haar repräsentiert Lebensenergie. Das Zählen könnte also symbolisch den Versuch darstellen, diese Energie einzufangen. Ansonsten gäbe es einen einfachen Grund, wie dass es schwer ist, Haare zu zählen und diese keine feste Ordnung haben. Warum wird der Sensenmann durch Sonnenlicht geschwächt oder vertrieben? In vielen Kulturen steht Sonnenlicht für Leben, Reinheit und göttliche Macht. Wesen, die mit Tod, Dunkelheit oder dem Jenseits verbunden sind, verlieren im Licht ihre Stärke oder müssen verschwinden. Der Hahnenschrei und die Morgensonne sind daher klassische Symbole für das Ende der Macht der Nacht. Hat die Katze nur im Traum gesprochen oder in Wirklichkeit? Die Erzählung lässt es offen. Falls Jaime in einer Zwischenebene zwischen Traum und Realität war, könnte die Katze auf dieser Ebene tatsächlich kommuniziert haben. In manchen Kulturen gelten Katze als Mittler zwischen den Welten, fähig, Geister zu sehen und mit ihnen zu interagieren. War diese Katze nur ein Haustier oder etwas ganz anderes? Die Erzählung deutet stark darauf hin, dass die Katze mehr war als ein gewöhnliches Tier. Ihre menschliche Sprache, ihre strategische List gegen den Tod und ihre Präsenz im Traum und in der Realität sprechen dafür, dass sie eine Art Schutzgeist, familiärer Ahnen oder spirituelles Wesen war, das zufällig oder gezielt bei der Familie lebte. Glaubst du, Tiere können den Tod aufhalten? In mythologischen und folkloristischen Kontexten ja. Viele Kulturen schreiben bestimmten Tieren schützende und abwehrende Kräfte zu, besonders Katzen, Hunde und Vögel. In einem realistischen medizinischen Sinn natürlich nicht. In dieser Geschichte verkörpert die Katze die Verbindung zwischen Mensch und Übernatürlichem. War das ein Traum oder hat die Katze wirklich ihre Seele gerettet? Die Übereinstimmungen zwischen Traum und Realität legen nahe, dass Jaime Zeuge von etwas Echtem wurde. Ob auf einer spirituellen Ebene oder als symbolische Manifestation seiner Sorge. Die Tatsache, dass die Tochter am nächsten Morgen gesund war, stützt das Übernatürliche. War es Zufall, dass das Fieber genau an diesem Morgen sank?
oder ein Wunder? Aus medizinischer Sicht könnte es ein Zufall gewesen sein, der mit dem Krankheitsverlauf zusammenhängt. Aber die Geschichte ist so angelegt, dass der Moment als Wunder empfunden wird. Was es am Ende war, kann keiner von uns beantworten. Hast du schon mal erlebt, dass ein Tier dich oder jemanden beschützt hat? In echten Erfahrungsberichten kommt so etwas vor. Hunde, die Alarm schlagen, bevor ein medizinischer Notfall eskaliert, oder Katzen, die ihre Besitzer wecken, wenn ein Feuer ausbricht. Ob sie übernatürlich schützen, hängt von der persönlichen Interpretation ab. Ich persönlich wurde in realen, brenzligen Situationen von meinem Hund beschützt. Würdest du an Jamies Stelle glauben, dass es nur ein Traum war? Vermutlich nicht. Die vielen identischen Details zwischen Traum und Realität, kombiniert mit dem plötzlichen Gesundwerden der Tochter, wären schwer als reiner Zufall abzutun. Vielen Dank für die ausführlichen Erklärungen. Habt ihr eine Geschichte, die erzählt werden muss? Egal ob wahre Begebenheit oder düstere Fantasie. Wir wollen sie hören. Schickt uns eure unheimlichsten, spannendsten oder mysteriösesten Erlebnisse per E-Mail. Die Adresse findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung. Gerne könnt ihr das auch per Instagram zusenden. Ihr habt Feedback für uns, immer her damit. Über ein Like und ein Abo würden wir uns natürlich auch freuen. Es kostet nichts und hilft uns enorm. Wir sind gespannt auf eure Nachrichten und wer weiß, vielleicht taucht deine Geschichte schon bald in einer unserer Folgen auf. Wie hat euch die Folge gefallen und was wünscht ihr euch für die nächsten? Schreibt es gerne in die Kommentare. Und damit übergebe ich das Schlusswort an Frumpy. Sie finden die Geschichten unfassbar, doch wurde sie uns so zugetragen. Aber vielleicht ist das alles nur eine Frage der Perspektive. Ihr Frumpy the Boggle.